Wir haben diesen Pilz auf Toilettenpapiere gezüchtet. Wenn Sie sich fragen, wie es gemacht wird, Sie können das ganze Video ansehen. Hallo, herzlich willkommen. Heute werden wir eine interessante Studie machen. Wir werden Pilze in einer Tüte züchten. Wir werden Toilettenpapier anstelle von Substrat verwenden. Wir nehmen es direkt aus der Tüte. Wir verwenden definitiv kein Toilettenpapier, das wir zuvor mit bloßen Händen berührt haben, da es nicht hygienisch ist. Wir werden 2 Taschen verwenden. Wir haben unsere eigenen HEPA-Filterbeutel mit Injektionsöffnungen, aber die Injektionsöffnung funktioniert hier nicht. Sie können auch normale Taschen verwenden. Sie können es mit einem Wattestäbchen, Gummi oder einer Schnur binden, damit es nicht zu eng ist. Der praktischste Teil dieser Studie ist, keine Sterilisation, keine Desinfektion. Ich lege das Toilettenpapier sofort in die Tüte, ohne weitere Zeit zu verschwenden. Alles, was wir brauchen sind 300 Milliliter Wasser pro Beutel und jeweils 50 Gramm Körnerbrut. Gießen wir das Wasser ein. Wir messen es mit einem Glas. Wenn das Glas voll ist, braucht es 200 Milliliter Wasser. Also werden wir 1,5 Tassen Wasser verwenden. Um es einfacher zu machen, verwenden wir Lebensmittelfarbe. Ich werde das Wasser malen. Dies ist nicht zwingend. Wir sollten 5-10 Minuten warten, bis es das Wasser aufgenommen hat. Diese Methode ist die einfachste Pilzzuchtmethode, die Sie anwenden können. Keine Sterilisation, es gibt nichts anderes, nur Ihre Hände sollten sauber sein. Das von uns verwendete Toilettenpapier ist sauber und die Taschen, die wir benutzen, müssen noch nie benutzt worden sein. Mit dieser Methode ist die gesamte Besiedlung innerhalb von 3 bis 4 Wochen abgeschlossen. Wenn Sie Kinder haben, die sich für Pilze interessieren, empfehle ich Ihnen, sich dieses Video anzusehen. Diesen Job werden Sie in Zukunft bewusster, angenehmer und bereitwilliger machen. Pilze mit Toilettenpapier zu züchten ist tatsächlich sehr kostspielig. Aber das ist ein Experiment, eine Übung. Dies ist ein Prozess, den wir durchführen, um zu zeigen, wie einfach dieser Job tatsächlich sein kann. Unser Toilettenpapier hat das Wasser gut aufgenommen. Es hat fast keine trockene Stelle. Hier ist eine Rolle drin. Wir nehmen diese Rolle heraus, weil bei der Herstellung dieser Rolle möglicherweise übermäßig viel Klebstoff verwendet wurde. Wir reinigen wieder mit Alkohol. Ich werde versuchen, hauptsächlich den mittleren Raum zu füllen. Es kann auch darauf bleiben. Es ist okay. Wenn es anbleibt, macht es einfach zu kolonisieren. Es verschüttet auch herum. Wir werden die verschütteten Samen nicht verwenden. Ich werde die Beutel mit Wärmebehandlung mit einer Vakuummaschine versiegeln. Wenn Sie einen normalen Beutel verwenden, Sie können etwas Watte in den Mund geben und ihn mit einem Gummi oder einer Schnur oder einem Draht verschließen. Wir haben unsere Taschen versiegelt. In 3-4 Wochen sind diese komplett weiß. Ich habe vor allem Farben verwendet, um die Myzelentwicklung besser sehen zu können, weil Myzel und Toilettenpapier sind beide weiß. Der Punkt hier ist, worauf Sie achten müssen ist, die Taschen in einer dunklen Umgebung von 23-25 Grad aufzubewahren. Erinnern wir Sie noch einmal, wir haben 50 Gramm Körnerbrut verwendet, dieses Toilettenpapier haben wir verwendet etwa 110 Gramm, wir haben auch 300 Milliliter Wasser verwendet, und auch eine Tasche. Wir werden erneut aufnehmen, wenn die Kolonisierung abgeschlossen ist. Heute ist der 22. Tag. Wie Sie sehen können, ist das Myzel überall darauf. Das ist das rote Toilettenpapier, das Sie sehen, und das ist die grüne. An manchen Stellen ist noch grüne Farbe zu sehen, aber das Myzel ist überall. Es ist verhärtet. Wie Sie sehen können, gibt es keine Kontamination. Ich habe ein U-förmiges Fenster geöffnet. Ein kreuzförmiges X-Fenster oder V-förmiges Fenster kann geöffnet werden.
Ich werde warten, bis die Pins in einer Woche herauskommen. Ich werde sie wieder in eine feuchte Umgebung stellen. 75–85%. Mit anderen Worten, die Stifte müssen in einer feuchten Umgebung austreten. Wir sehen uns wieder, wenn unsere Pins draußen sind. Der 4. Tag danach unsere Fenster öffnen. Diese rote Tasche, Sie sehen die Büschel da drüben, die werden wachsen und zu Pilzen werden. Lassen Sie uns inzoomen. Wenn Sie keine feuchte Umgebung haben, Sie müssen mindestens 4–5 Mal täglich mit Wasser besprühen. Der Pilz ist sehr gesund, wenn Sie 2 oder 3 mehr davon anbauen, reicht es zum Kochen. Mit dieser Methode haben wir gezeigt, wie einfach es ist, Pilze mit Toilettenpapier zu züchten. Wir haben nicht sterilisiert, wir haben nicht autoklaviert, wir haben keine Chemikalien verwendet, was wir benutzen, ist nur Toilettenpapier, Körnerbrut, Wasser und eine Tüte. Wenn dir das Video gefällt, drücke den Like-Button. Pass auf dich auf und wir sehen uns wieder. Tschüss.